Ach du Scheiße. Das war jetzt Hallo, Tommy. Also Hallo, liebe Sim-Racing- und Rennsport-Fans. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Porsche Cup. Ja, weiter. Wo starten wir heute? Hier ganz in der Nähe. Nürburgring, in der Eifel. Sehr, sehr schön. 3 Runden? 3 Runden, ja. Also das war wirklich jetzt ein äußerst spontaner Entscheid, hier mal zu starten. Muss ich hier mein Twitch... Heute also mal wieder Porsche Cup auf der Ja, Nordschleife. Twitch Das aktualisieren, verspricht nee, reichlich Action. Denn ihr wisst, der Ring holt sich immer seine Opfer. Ja, mit dem geilen Porsche auf der Nordschleife, da kann man nicht widerstehen. Kann man nicht, ja, das wollte ich schon die ganze Zeit fahren, aber das war die ganze Woche. Dienstag sind wir in Düsseldorf gewesen bei einem Jazzkonzert. Ja, Mittwochabend war Eislaufen angesagt und heute haben wir schon Donnerstag. Ne? Ja. Oh, ich bin Auto Nummer 3. Ach du Scheiße. Oh Gott, wenn das da gleich so geht, dann Heidewitzka. Wir haben heute mal wieder ein schönes Feld von 23 Fahrern, die hier 3 Runden absolvieren müssen. Wie immer, kein Boxenstopp. Es gibt keinen Fast Repair und jeder, der hier mitfährt, muss mindestens die C-Lizenz haben. Aber das werden sicher alle wissen. Die Stärke des Feldes beträgt heute mal wieder über 2010, um genau zu sein. Aber der Tommy liebt die Nordschleife hier und mit dem Porsche ist er sehr, sehr gut unterwegs. Ich denke mal, ein Top-5-Platz wird heute das Ziel sein. Ich glaube, es gibt kein Qualifying, ne? Ja, das ist mir schon klar, dass es danach die Game Qualifying. Aufgrund der Länge der Nordschleife, wie gewohnt, eine Vorqualifikation. Martin Riesmann, kennst du den? Wem? Martin Riesmann. Der kommt mir bekannt vor. Ja. Kann ich dir genau sagen, woher? Das ist so ein LMP2-Chaot oder LMP-Chaot gewesen in dem Moosborn. Das Video zum dazugehörigen Rennen natürlich auf unserem YouTube-Kanal hier bei BTVR. Martin Reisman und noch in einem anderen Rennen ist der mitgefahren. Der ist da auffällig geworden. Schauen wir mal, wie sich der Martin heute schlägt. Übrigens hat der Christian Hegewald unser Video angeguckt. Und? Und findet das mega cool. Und er hat genau wie du entschuldigt bei seinem Gegner. Ja. Hier übrigens, ich habe das durchgeguckt, da ist ein einziges relevantes Überholmanöver, was ich nicht im Bild habe. Ja, von 2 auf 3, ne? Oder der da? Nee, ja, das war der letzten Runde. Okay, ja, 20 Sekunden, oh mein Gott, ey. Schnell, weil der ist ja hier mit Ampel. Ach du Scheiße, ich bin 5. Ja, hier Magnus Kronwoldt auf Pole Position. Alles Gute, Tommy. Oh, das ist so... Gott. Danke. Elisabeth McPhee auf Platz 2. Ja, tatsächlich. Ja, lustig. Die kennt man. Ja, die kennen wir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Ampel zeigt grün auf Geht die wilde Fahrt. Der Start war schon mal gut. Der hier Magnus auch gut weggekommen, geht sofort in Front. Dahinter unsere Lizzie McPhee. Auf P3 haben wir den Paul Bürke. P4 dann Tim Neusser und auf dem 5. Tommy. Und hier alles gut gegangen. Scheint sich heute alle am Riemen zu reißen hier.
kleines Gerangel da hinten. Josef Timbilo fährt hier dem Jan Gottschlich in die Kiste rein, aber zum Glück kann der weiterfahren. In der Tür gab es etwas Gerangel, aber alles gut gegangen. Heute hier Grand Prix-Strecke wird nur die Kurzanbindung gefahren. Alles ganz dicht beisammen, ein bisschen eng. Oh, komm schon, Leute. Mann, geht. Kleiner Lackaustausch, aber Rubbing is Racing, wie ihr wisst. Alles gut. Ah, jetzt halte ich. Durch das Gerangel reißt leider der Kontakt nach vorne ein bisschen ab. Ihr seht, der Tommy zieht hier einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Allerdings beschäftigen sich die Jungs gegenseitig. Pete Trebes und Jan Jeho hier hinter Tommy. Dahinter dann auch Viktor Abele und Josef Timbilo. Ärmer Jan Gottschlich, der vorhin Bekanntschaft mit dem Josef gemacht hat. Schönes, enges Racing hier, aber alles noch im Rahmen, fair und sauber. Keiner schießt hier den anderen ab. Alle noch auf der Strecke, sehr gut. Und es gab schon so einige Verschiebungen im Feld. Das müssen wir dann hier im Laufe der ersten Runde mal aussortieren. Durchwachsener Start, würde ich mal sagen. Das war schon okay. Die haben mich zwar die Zange genommen, aber wie gesagt, Rubbing ist Racing und der Gap nach vorne ist nicht allzu groß. Vielleicht geht noch was. Alles gut. Auch nach hinten zum Jan Jeho schon ein kleiner Sicherheitsabstand. Hier Hatzenbach runter. Sehen wir unseren vierten, Terje Magnus Kronwald, schon einen kleinen Abstand zur Lissi. Unsere schnelle Rennamazone hier auf dem zweiten Platz vor Paul Bürge und Tim Neusser. Und Tommy auf P5. Ein ganz schöner Abstand schon nach vorne, 2-3 Sekunden. Ja. Aber 2 Sekunden, die kann man auf der Nordschleife schnell aufholen. Wie gesagt, das Rennen ist noch lang und sind noch lange nicht alle im Ziel. Der Ring holt sich immer seine Opfer. Ja, lass mal hier ein bisschen reinkommen. Ich bin schon seit 3 Tagen hier, 4 Tagen nicht mehr richtig gefahren, hier seit Montag. Flugplatz, schöner Dreikampf hier. Mark Chambers, Arnaud Reps und Stefan Van Harle. Und dann geht es hier übers Schwedenkreuz Richtung Arenberg-Kurve, in der es bekanntlich immer sehr viele Unfälle gibt. Aber heute scheinen sich hier alle am Riemen zu reißen. Kommen alle sauber durch. Hier Pete Trebes in der Verfolgung von Jan Jeho, der hinterm Tommy unterwegs ist. Seht ihr den Abstand zum Vordermann, der sich schon wieder verkleinert hat. Nur noch 1,9 Sekunden. Tim Neusser hier setzt den Paul Bürge unter Druck. Der kann hier im Adenauer Forst noch gegenhalten, während vorne Terje und Elisabeth schon auf und davon sind. Hier hinterm Tommy immer noch ganz eng. Der Rattenschwanz, der sich aber so langsam auseinanderzieht. Jan Jeho hinterm Tommy muss sich dem Pete Trebes erwehren. Oh, da vorne wird schon angegriffen. Wird die ganze Zeit angegriffen vor dir. Tim Neusser sitzt dem Paul Bürge die ganze Zeit im Nacken und setzt ihn unter Druck. Aber der Tim Neusser findet keinen Weg vorbei an Paul Bürge. Ich denke mal, der Tim will die Lissi nicht davonfahren lassen. Sich ordentlich verbremst. Aber alles gut, Jan Jeho weit genug weg. Lissi und der Terje Magnus Kronwald, die machen sich auf und davon. Wobei Terje Magnus Kronewald hier im Feld wahrscheinlich die höchste Pace hat und auch schon eine Sekunde Abstand zwischen sich und Lissi gelegt hat. Bis jetzt die Mission Top 5 im grünen Bereich. Verbremser vorne. Paul Bürge auf Platz 3, ein kleiner Verbremser und wie es aussieht, seht hier, kann der Tim Neusser jetzt vorbeigehen, neuer Drittplatzierter Tim Neusser im Lidl Porsche. Und während die Jungs hier um den letzten Podestplatz kämpfen, Tommy auch ganz dicht dran, gab es im hinteren Feld einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns an. Oh ja, oh, da haben wir Jan Gottschlich, wohin? Gottschlich. Wo schlich Gott hin? Oh. Ja, das ist der Jens Hart. Guck mal, was will er machen hier? Ja, das Problem ist so, der hat die gelbe Flagge ignoriert. Und dann drehen sich beide ein. Der steht da und steht. Kesselchen und Tommy ganz dicht dran an P4 und auch hinter ihm Jan Jeho hat hier zu kämpfen mit gleich 3 Gegnern. Oh, da hält man den Atem an hier. 6 Autos im B-Zug. Oh, da fliegen die ersten hinter dir. Böser Unfall. Ah, was willst du machen, ey? Das ist ein Riesenunfall, oder? Ja. Oh, da liegt das halbe Feld im Trümmer. Oh, räumt noch mehr mit ab, ja. Muss doch nicht sein. Also, Massenschlägerei im Klostertal und die Hälfte steht in der Box hier. Und natürlich folgen wilde Diskussionen.
Das schauen wir uns dann gleich nochmal ausführlich an. Fahren hier mitten auf die Strecke zurück und räumen die Leute ab. Oh Mann, ey. Tommy, du hast jetzt 7 Sekunden. Ja, ich sehe schon 8. Das ist ein krasser Unfall gewesen hinter mir. Thank you for working in the property. Das ist echt schade. Und es gibt auch schwere Diskussionen. Ja. Also ich hatte keinen Platz vorbeizukommen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Also Nee, das ist alles gut, Tommy, gut. Das war nicht deine Schuld. Einfach konzentrieren. Aber das sind auch einige, die abgeflogen sind hier wieder auf die Strecke zurückgefahren, sinnloserweise, und haben noch mehr Leute mit ins Verderben gerissen. okay, pass auf. Jetzt geht's rund. Wir gucken, nee, der kriegt eine hinten drauf. Ja, Der hat gelupft. das ist der Jan Jue Junior und, ne Quatsch, und dahinter Pitt Trebes. Okay, und der Pitt gibt eine hinten auf den Kellogg's. Ja, und der kommt Es gibt jetzt hier, guck mal, die Kettenreaktion. hier. Alle vier. Und jetzt kommen noch ein paar, die auch noch da reinbrettern, oder? Dann kommen noch 2. Der Weiße, der scheint da irgendwie auszuweichen. Schwarze fährt los. Der Schwarze fährt los, ne? Das ist ja der erste Chaot gewesen, ja. Und haut den Weißmann weg. Jetzt fahren die sich noch gegenseitig in die Kiste. Massenkeile im Klostertal hier. Da fliegt einer nach dem anderen rein. Irre. Damit hat der Tommy erstmal ein bisschen Luft nach hinten. Nick Schumann von P17 gestartet jetzt auf Gas nach hinten, 10 Sekunden P6. Es sind ganz genau 8,8 Sekunden. Im Mittelfeld schon einiges durcheinander geraten. Der Paul und der Tommy müssen jetzt nach vorne abreißen lassen. Der nächste Zwischenfall. Uiuiuiuiuiui. Step Oversteer. Und aber Mindaugas. zum Glück nach hinten weggedreht und nicht nach vorne. Noch einmal Glück gehabt. Oh, er hat den nächsten gekauft. What's happening to me? Und ihr hört schon, einige sind weitergefahren und brechen ihr Auto erneut weg. Schauen wir gleich mal den nächsten. Ja, lass mich mal. Das können wir alles nachher mal. Soll man an dem vorbeiziehen hier. Der macht offensichtlich Platz. Schwalbenschwanz hier, der nächste Zwischenfall mit einem Verunfallten. Oh, der 7-Up hier von Steve McLean. Oh, mit Einschlag. Die Kiste war auch rum. Alter Vater, ey. What a cuckoo dream. Oh, was ist mit dem? Oh. Ja, die sind alle. Ja, der fährt oben raus. Boah, Oh. das ist. Stephen Hahn. Oh, aber das ist ein ordentlicher Einschlag hier. Oh ja. Und nochmal hinten weg. Und Der ist Was einfach macht zu schnell der? gewesen beim Ausweichen. Der hätte vom Gas gehen sollen. ja, das Auto ist kaputt. Und während hier immer noch wild diskutiert wird, Tim Neusser jetzt dicht dran an Elisabeth McPhee, hat auf unsere Lizzie aufgeholt. Tommy vorbei an Paul Bürke zum Arnaut auf P6 schon 10 Sekunden. Und hier das halbe Feld in der Box. Ich denke mal, bei der Masse an Opfern lohnt es sich vielleicht, einen kleinen Reparaturstopp einzulegen und weiterzufahren. Und noch ein kleiner Zwischenfall von vorhin nachzureichen. Ja, und die Autos, die eiern natürlich hier wie blöd, ne? Ja. Niklas Gjer Ulf. Der fährt ja irgendwie irre hier mit der kaputten Kiste durch die Gegend. Da stand ein bisschen langsam zu machen. Ei. And thou shalt be saved. Hier haben wir mal den Arnaut Reps im Bild. P6, dahinter Mark Chambers auf P7. Dann P8 Stefan Van Haar. P9 haben wir dann Steve McLean, der weiterfahren konnte, trotz zweimaligem Unfall. Auf P10 dann hier den Jan Gottschlich, der am Anfang mal eine kleine Rempelei hatte. P11 Jens Hartwig. P12 dann Mindaugas Budrys, der auch gerade mal den kleinen Zwischenfall hatte, aber immer noch gut liegt. Hier P13 Fabrizio Raffa. Alle restlichen 10 Fahrer schon in Mitleidenschaft gezogen. Was für eine Massenschlägerei da vorhin. Verrückt. Zum Glück konnte sich der Tommy aus allem raushalten und kann sich jetzt von Paul Bürke absetzen, der jetzt schon eine Sekunde weg ist, aber nach vorne wird der Gap auch immer größer. Hier zu Tim Neusser, der sich immer mehr an der Elisabeth ranrotzt. Terje Magnus Kronewald, der Leader, schon längst die Segel gesetzt und auf und davon. 3 Sekunden Abstand. Hier vorne die Jungs und Mädels, die liefern sich ein so tolles Rennen. Oh shit. Schade, dass sich weiter hinten das halbe Feld selbst eliminiert hat. Schrecksekunde.
zum Glück nichts passiert. Wir haben ja keine Angst ein. Ah, wichtige Stelle. Wichtige Stelle. Aber du warst auf dem Weg nach vorne, ne? Jetzt auf dem Weg kurzer Herzinfarkt, aber wir sind trotzdem auf Kurs. Super Rennen bisher vom Tommy. Gut ab. Jetzt weiter die Konzentration aufrechterhalten. Ja, das hat mich jetzt fast, keine Ahnung, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde gekostet. 3 Sekunden hat es gekostet. Nein, so viel waren es nicht. Insgesamt 3 Sekunden, Tommy. Du warst 2,7 Sekunden dran an deinem Gegner und jetzt ist es über 6. Es gab wieder einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns gleich mal an. Gibt es auch einen Unfall oder einen Ausrutscher von Jan Gottschlich? Gleiche Stelle wie eine Runde zuvor. Jan schlich nicht. Das ist doch, wie nennt ihr das? Piff-Paff? Piff-Paff. Wie auch immer. Besser so, als wenn ich mich da schrotte. 13 von 23 Autos noch in der Führungsrunde. Boah, das hat da, also da... Blutkurve, das müssen wir uns gleich mal anschauen, was da passiert ist. Da gab es eine Menge Opfer. Das war Massaker. Ja, aber Ja, die haben wir wirklich, also Unbelehrbare, die da wirklich auf der Strecke hin und her eiern. Quatschen wir nachher damit. Tim jagt hier die ganze Zeit die Lissi, kurze Verbremser, Wehrseifen. Schön konzentrieren. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit und bei uns läuft es heute richtig top. Die Mission Top 5, dick im grünen Bereich, nur nicht nachlassen jetzt. Und auch für unsere australische Fast Lady läuft es heute richtig top. nein! Schreck lass nach. Ich mach es spannend. Oh, jetzt ist die Reifen heiß, das muss ich aufpassen. Nach hinten 10 Sekunden. Ich sag noch, pass auf. Okay, hier. Wenn das mal keinen Bremsplatten gibt jetzt hier, ne? Gott, Verschreckmoment, aber zum Glück nichts passiert. Ich muss doch spannend machen jetzt hier mit dem Paul Burke. Eben der. Ich hab schon genug Gemetzel in der ersten Runde gesehen. Jetzt unser Tommy wieder auf den 5. Platz zurückgefallen, allerdings nach hinten richtig viel Platz. Außerdem guckt sich das Video der Tom an. Ne? Fast 18 Sekunden zum Arnaud. Ach, ist der mit im Stream hier? Nee, aber bestimmt guckt er dahin hier. Ja, eine Nordschleife. Der hat mich ja engagiert hier fürs 24-Stunden-Rennen, ne? Ja, deswegen. Oh, der Riesmann ist raus. Ja, der ist in das Gemetzel verwickelt gewesen. Okay. Das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ich habe meinen Fahrer verliehen hier. Der verunfallte Martin hatte eben nochmal einen kleinen Zwischenfall. Aber ich schaff mal, dass ihr der heile Nordschleife 24 Stunden rennt. Ja. Nächste Unfallopfer kommt hier wieder aus der Box rausgeeiert. Oh, der Martin Riesmann, der hat keinen... Er fährt aus der Box raus und schlägt direkt ein. Ja, das ist direkt kaputt, das Auto. Hier so den Hut vor den Fahrern, die das in echt machen. Ach, so ein Kinderspiel. Ist doch nicht viel anders als hier jetzt im Computerspiel, oder? Genau. Vor allen Dingen die 2 Fandors. Außerdem ist die Grafik viel besser. Genau. Und das Force Feedback. Ich wette mit dir, beim Tom daheim, die Grafik ist besser wie in echt. Ja, das kann sein. Sollte jeder, der sich traut, mal in echt machen und hier eine Runde mitfahren, müssen wir mal fragen. Aber gleich eins vorneweg, eine Profi-Mitfahrt, die kostet so um die 600-700 €. Abseits der Kamera hat Tim Neusser die Lissi überholt. Wir sehen es hier. Paul Burke immer noch vorm Tommy, inzwischen 1,9 Sekunden. Jetzt geht es hier auf die Döttinger Höhe. P5 ist trotzdem nicht schlecht. 1,5 Sekunden nach vorne. P6 haben wir dann hier Arnaud Reb. P7 Mark Chambers. Auf dem 8. dann Stefan Erstmal einen Schluck trinken. Ben Hall. P9 Steve McLean. Hier im 7-Up Porsche, der auch schon den einen oder anderen Zwischenfall hatte, aber die Kiste hält immer noch auf Kurs. Dann haben wir auf P10 hier Jan Gottschlich. Auf P11 Jens Hartwig, der hier gerade im blauen Porsche durchs kleine Karussell rauscht.
Auf P12 dann Mindaugas Budrys. P13 Fabrizio Raffa. Selten im Bild heute, fährt aber Top-Rennen. Hier Niklas Geröf, auch schon den ein oder anderen Zwischenfall gehabt. Und auf P15 der letzte, der noch fährt, Josef Dümbülow. Last lap. Ihr habt's gehört, letzte Runde, sind trotzdem noch über 20 Kilometer zu absolvieren. Die Hälfte von denen, die hinter dir fahren, die sehen schon alle lediert aus. Die hier, Josef Dümbülow, der vorhin in der Klostertalschlägerei kräftig ausgeteilt und mitgemischt hat, davon wahrscheinlich überhaupt nichts mitbekommen hat. Hier Magnus Kronwald, unser Leader, der hier einsam und verlassen seine Kreise zieht, dahinter Tim Neusser im Bild. Tim Neusser im Lidl-Design. Er wird wahrscheinlich Angestellter dort sein oder von denen bezahlt werden, weil freiwillig macht niemand so ein Paint auf sein Auto. Elisabeth hier eine tolle Runde gefahren. Eine 758 426. Mindaugas Budrys. Was? Oh. Oh, das ist heftiger Einschlag. Kann aber die Kiste wieder auf Kurs bringen und weiter geht's. Oh, jetzt ist aber Stoff da vorne, kann das? Er gibt jetzt Fersengeld. Paul Burke, 2 Sekunden schneller gefahren letzte Runde wie du. War ja auch nicht so schwer. Der Paul, der gibt Stoff. Guck dir das mal an, ey. 2 Sekunden. Da sollte der Tommy wohl auch das Gaspedal mal richtig durchtreten. Naja, der hat wahrscheinlich auch erkannt, dass das hier ein Autorennen und kein Sonntagsausflug ist. Sehr gut. Aber 24 Kilometer sind lang, da kann noch so einiges passieren. Wir wollen es nicht verschreien. Oh, und dann haben wir hier wieder einen Zwischenfall. Josef Dümbülow, der vorhin schon kräftig mitgemischt hat, nochmal abgeflogen. Ist das denn keine Spazierfahrt? Das war eine wilde Schlägerei vorhin und keine Spazierfahrt hier. Und Tommy robbt sich wieder ganz langsam an den Paul Bürger ran. War Massenkeilerei. Und wir schauen uns den Zwischenfall von eben nochmal an. Josef Dümbülow. Oh. Heide. Die haben aber alle auch schon demolierte Kisten, ja, und versuchen trotzdem noch irgendwie ins Ziel zu kommen. Ja. Bom. Ei. Ich denke mal, hier hat er die Kiste endgültig zerlegt. Lieder haben wir heute gar nicht auf dem Bild gehabt hier. Er hat so ein sauberes Rennen. Der hier Magnus liefert hier von A bis Z eine souveräne Vorstellung. Hätte sich auch die schnellste Rennrunde aufs Revers schreiben können, aber hat irgendwo ein Inzident eingefangen. Oh, er hat's vertan. Tim Neusser hier auf P2 hat schon 3 Sekunden Vorsprung rausgefahren. Und Tommy ist an Tim Bürger vorbeigegangen. Mal wieder ein Überholmanöver, was wir verpennt haben. Und der Paul jetzt direkt eine Sekunde Abstand zum Tommy. Und ausgerechnet jetzt gerade war ich hier bei dir. Das gibt's doch nicht. Heute verpennt der Kameramann ständig die relevanten Überholmanöver. Besser gesagt, die KI funktioniert nicht richtig hier. Die ganze Zeit da. Wenn ich hier auf Crash gedrückt habe, hat er dich eingeblendet. Und dann gucke ich mal hier durch die Runde. Hier. Hier haben wir Arnaud Repz im Bild. Ein einsames, aber tolles Rennen. Dahinter Mark Chambers, P7, P8 dann Stefan Van Harle. Alle super gefahren heute. Oh, der kommt wieder näher, 1 Sekunde. P9 Steve McLean, trotz Unfällen in den Top 10. Also das wird nochmal lustig auf der Döttinger. Und hier auf P10 Jan Gottschlich. Ich hoffe, ihr reißt euch Hohenrhein-Schikane ein bisschen mehr zusammen wie die Kollegen am Sonntag. Zur Info, im Brocknis Cup am Sonntag haben sich die beiden Führenden Ende Döttinger Höhe in der Hohenrhein-Schikane gegenseitig abgeräumt. Wohlgemerkt letzte Kurve, letzte Runde. Hier P12 Fabrizio Raffa hinter dem Jens Hartwig. Und Tommy jetzt hier im Karussell, da hat es gerade einen kleinen Zwischenfall gegeben. Das ist hier der... Tim Neusser. Da. Boah, aber gerade noch so gerettet. Super für die Elizabeth. Super Überholmanöver Richtung 2. Platz für unsere Elisabeth. Ja, What are you doing? You come here for a second, please? Kleiner Wackler vom Tim und die Lissy konnte durchgehen, da wird sie sich freuen. P2. Denk dran, Tommy, ich bin ein alter Mann. Tommy inzwischen 1,3 Sekunden vor dem Paul. Wenn er da jetzt keine Fehler mehr macht und sich konzentriert, dürfte der Käse gegessen sein.
Das Wichtigste ist genügend Schwung auf die Döttinger Höhe und vor allen Dingen genügend Abstand mitzunehmen, dass Paul sich nicht nochmal ransaugen kann. Hier Terje auf seiner Triumphfahrt. Ein makelloses Rennen, inzwischen 10 Sekunden Abstand zur Elizabeth McPhive. Und Tim Neusser dann noch einmal 2 Sekunden dahinter. Ihr habt Tim hier im Bild. Ist doch gar nicht. Elizabeth McPhive ist wieder vorbei am Tim Neusser. Da ist irgendwas passiert. Ihr habt es vorhin im Replay gesehen. Ich habe es hier im Rennen verschlafen. Du kriegst gar nichts mit. Hey, heute ist aber der Wurm drin hier. Eines der wichtigsten Überholmanöver des Rennens verschlafen. Zum Glück haben wir ja ein Replay. Jetzt schauen wir mal. 1,3 Sekunden. Die letzten Meter auch für Tommy. Oh, hier auch ein wunderschöner Sprung. Boah. Und dann volle Kanne rein ins Bell of S Richtung Schwalbenschwanz. Ich dachte, ich bin gerade beim Skispringen. Terje hier auf der Döttinger Höhe, die letzten paar Meter. Ein super Rennen, Gratulation. Einsam und verlassen, über 11 Sekunden Vorsprung. 1,5 Sekunden. Patrick. 1,6. Haha, der hat den, oh, wie heißt der, Galgenkopf? Schlecht erwischt. Terje Magnus Kronewold, die letzten 3 Kurven. Elizabeth McPhive vor Tim Neusser. Ich meine, die Elizabeth McPhive, die hat auch einen eigenen Twitch-Kanal. Okay, dann müssen wir uns doch mal umschauen. Gratulation erstmal an Terje Magnus Kronewold. Ja, tolles Rennen. Und die Elisabeth, die bringt es tatsächlich übers Ziel. Einen ganz herzlichen Glückwunsch vor Tim Neusser. Modest für unsere schnelle australische Rennlady. Wow. Und ich habe den undankbaren 4. Platz. Top 5 Ergebnis auf der Nordschleife, Tommy. Wow. Super gemacht. Mehr hast du dir verbaut? Selber schuld? Ja, war ein bisschen am Anfang. Nice race, Paul. Nice race. Das finden die meisten aber nicht. Oh Mann. Glaub mir. War scheiße. Hier wird es so einige Diskussionen geben. Ja. Alter Vater, ey. Ja, die kannst du laut sagen. Das ist, also... Ich weiß nicht, was der... Ja, wir müssen jetzt mal gucken, was da in der ersten Runde passiert ist, ne? Kommunaler gleich, ja. Also Start war tatsächlich ganz gut. Ich hatte... Der hat sich hier gerade bedankt, der Paul. Thanks for the green race. Neu und tolles Rennen. Ja, ne? Das war ein Hin und Her quasi. So, dann gucken wir mal. Wir gucken erstmal, wer alles so mitgefahren ist. Also, tatsächlich der Grüne, das ist von der Elizabeth, ne? Die hatte ja... Oh, die wird sich freuen, wenn sie wieder ein Video kriegt. Terje Magnus, ja, das kann okay. So, dann haben wir da den Lidl. Wer ist denn da? Tim Neusser, der ist ja dann auf 3 gelandet, ne? Warte mal. So, oh, Offenbacher. Lecker. Den kann man sich auch gönnen nach so einem tollen Rennen. Top 5 war unsere Zielsetzung und die haben wir auch voll erfüllt. War wieder mal ein schönes Rennen. Nicht so toll war die Massenschlägerei im Klostertal, bei der über die Hälfte des Feldes ihre Autos verschrottet haben. So, und da bleibt uns nur noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. Ja, dann würde ich mal sagen, ich sag mal danke fürs Zugucken. Patrick, danke, dass du mit dabei warst. War ein tolles Rennen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hast super performt. Vielen Dank. Danke. Ja, dann sage ich mal auf Wiedersehen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank, Patrick, für das schöne Video und bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen Tag. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.